Morgen. Wir haben den zweiten Tag der Reise, den Dienstag. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es so weitergeht. Alle 500 Meter eine Sohlenrampe, wo man kaum drüber kommt, wo man aussteigen muss und ziehen muss oder schieben. Schauen wir mal, wie es läuft. Also die nächste Sohlenrampe ist schon in Sicht. Schade. Bei diesem Wasserkraftwerk, was immer es sein soll, kommt nicht mehr Wasser dazu. Das wird weiter einen oberen Kanal, den es da hat. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie durchkommen günstig. Über diese Rampe. Ups, ist schon hier überall total flach. Shit. Voll lauter gucken. Da. Treffen. Anschlagen. Ja, fast. Länger. Zurück. Dann nach links rüber kommen. Das wird dann funktionieren, wenn es immer rüberkommt. Nee.
Das funktioniert. Ja, jetzt müssen wir erstmal tief genug. Ups. Ja, der Hauptstrom geht jetzt hier links über eine flache Rampe drüber. Die ist auf jeden Fall zu flach. Schauen wir mal. Ja, schön in Steinen da irgendwas geht, aber ich glaube es nicht. Nee. Das ist kein Durchgang. Ja, hilft nichts. Das habe ich noch nicht verstanden. Ups. Es hilft nichts. Oh. Das ist eine Insel. Mal schauen, welche Seite mir besser ausschaut. Oder da. Ich schaue noch ein bisschen mal kurz die Lange von nahen an. Die nächste Rampe. Ja, irgendwie dadurch wieder durchruckeln. Durchruckeln geht nicht, doch viel zu flach. Auf den anderen Baum wäre es vielleicht gegangen, aber da geht die Hauptströmung genau drauf. Also noch etwas zu riskant. Hier ist er überwunden, aber hier rammt sich was. Ich glaube, da ist schon die nächste. Oh, ging aber gut.
Ups, boing. Jetzt ein richtig langes, verblocktes Feld. Da wird es kein Durchkommen haben. Schauen wir mal, wie gut wir durchkommen. Doch irgendwie. Wir sind nämlich gekommen, ohne auszusteigen, aber mit viel durchruckeln. Aber jetzt hilft nichts. Da ist doch irgendwie alles viel zu flach. Also ich gehe es auch mal versuchen. Hier sind nur äußerst glatte Felsen. Und da müssen eigentlich zu diesen beiden Steinen da durchgehen. Und dann habe ich es eigentlich geschafft. Und schon wieder weitergekommen. Aber das Feld hat kein Ende. Jetzt habe ich doch aussteigen müssen. Das waren nur ein paar Meter. Aber ich werde schon ein paar Mal aussteigen müssen. Diese Rampe ist ewig lang. So. Das Teil nehme ich lieber mal nicht. Ehrlich gesagt, so wirklich baden habe ich nicht Bock in dem Fluss. Wirklich nicht. So, mal jetzt bin zurück, da über die Felsen drüber, dann durch das Becken. Und dann können wir so ein bisschen im Baum vermutlich fahren und dann müssen wir mal neu gucken. Die Rampe ist hier wirklich ewig lang. Er sagt, der wird immer länger, viel länger als ich von oben gesehen habe. Aber irgendwie muss ich drüber. Okay, bis zum Baum zu kommen, war ein frommer Wunsch. So, ich gebe auf. Jetzt muss ich doch einfach länger über Land drücken, das Ganze. So, irgendwie da links an der Seite, da ist schon doch sehr verblockt aus. So, vielleicht haben wir Glück und wir kommen da irgendwie durch. Mal sehen, vielleicht geht's. Ich habe es geschafft. Ab hier kann ich wieder fahren. Das Ganze. Ab da geht's wieder. Hurra! So, die Rampe hätten wir geschafft. Hurra, das ist ein gutes Stück Arbeit. So, wie es so ausschaut, haben wir jetzt erstmal ein bisschen freie Fahrt. Bis zum nächsten Wehr oder wieder Sohlenrampe. Großer Trommelwirbel. Mein erster Biberbau auf der Mosel. Haben wir gedacht, dass er Biber hat, weil ich habe schon ein paar typische Äste gesehen. Aber hier ist endlich der Beweis, eine richtig schöne Biberburg. Hurra! Jeder Tropfen Wasser ist wertvoll. Den kann ich gebrauchen. Jetzt wieder eine Insel. Also die Frage links oder rechts. Also hier rechts ist auf jeden Fall überall zu flach. Aber ich glaube nicht, dass es links so wirklich geht. Irgendwann muss hier das kleine Gewässer auch runter. Naja, der erste, dann sieht man nicht, was hinten kommt. Ich nehme die große, das System durchruckeln wird schon funktionieren. Ups. Ja, das System durchruckeln funktioniert. Ich bin optimistisch. Oh, vielleicht geht es sogar so. Durchschleifen, nicht ruckeln. Ja, ja. Es funktioniert. Hurra, viel besser als gedacht.
Eine Kette von Inseln. Hier kommt die nächste. Hier wird auch schon wieder das System durchgucken und funktionieren. Würde mich immer interessieren, ob die Inseln schon immer drin waren oder ob die künstlich später reingemacht worden sind. Da werde ich heftiges durchruckeln. Ja, ich stehe. Ja, das geht ja über. Krach, krach, krach. Und wie kann es anders sein? Gegenwind. Ich habe da irgendwie ein Talent. Schauen wir mal, ob wir diese Ortschaft Cappuccino finden. Das wär's doch. Ja, so gut anlanden kann man da nirgendwo. Dann kann ich jetzt auf den Cappuccino verzichten. Okay, ein bisschen Restwasser hat es noch. Wird schon irgendwie gehen. Schauen wir mal. Und dann kommen wir schon irgendwie drüber. Es geht. Oh, und hier hat sogar was zum Anlanden extra. So. Hier ist eine Anlandung, aber jetzt steige ich noch mal ein und paddle nach da rechts rüber. Da ist besser. Da hat sich so die Steine davor. Aber da hast du danach noch 2 Becken, das runtergeht. Da werde ich noch mal aussteigen müssen, schätze ich. So, hier habe ich meine erste Fischtreppe in Frankreich. Aber wie man sieht, die funktioniert schon seit Jahrzehnten nicht mehr wohl. Da geht nichts mehr. So, jetzt haben wir es geschafft. Teil 1, weil, wie ich dann oben gesehen habe, hat es noch 2 Becken. Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Das war zu erwarten. Wieder aussteigen und ziehen. Also die Kielstreifen haben sich echt bezahlt auf dieser Tour. So, wir haben umgangen und wie es so ausschaut, war es doch nur ein Becken. Ups, an diesen Gestaden ist ein Kajak zerschellt. Das ist eine schön spannende Stelle, das Wasser wird immer flacher. Also eins wird ja immer enger. Ja, Wasser hat aber nein. Okay, ich gebe auf. So, ein bisschen fahren und dann schauen wir mal, ob wir uns da durchdrücken können.
geschafft. So, auch dieses Hindernis überwunden und weiter geht's. Immerhin ist das nächste Hindernis nicht in Sicht. Da voraussetzt wir nur mit heftigsten Grundberührungen gehen, aber macht nichts. Ich bin ja in Zwischenzeit schon gewöhnt. Einfach drauf und los. Ups. Wenn man es geschafft hätte, sitze ich endgültig fest. Mist. Oh, es wird wieder mit Durchruckeln gehen. So. Jetzt haben wir fast geschafft. Ups. Oh, ups. Ja, jetzt geschafft. Pustekuchen. Jetzt da. Ups. Das war die nächste Verblockung. Schauen wir mal, wie man sich da durchömmeln kann. Noch nicht optimistisch, dass es einigermaßen geht. Da hat ein Fisch aus dem Wasser rausgeschält, wie cool sich da macht. Hinten wieder wäre.
Ja, manchmal ist rückwärts einfach besser. Nee. Und schon wieder gestrandet im Meer der Felsen. Das wird eine Arbeit. Halleluja. So, und wieder sitze ich in der Rampe fest. Aber ich komme der Brücke näher. Ich schaffe es noch. So, jetzt können wir wieder ganz ein kurzes Stückchen paddeln. Hurra, das Zwischenziel ist erreicht, die Brücke. Aber ich sehe schon, es geht hinter der Brücke munter weiter so. Aber dann hast du einen schönen Graureiher. Und schon wieder gescheitert. Auch die Rampe hinter der Brücke wäre überwunden. Und jetzt immerhin mal ein Stück ganz ohne was. So, und wieder ziehen. Oh, mal hier im Schatten der Bäume ein kleines Päuschen. Und hier hat Eisvögel, ich habe gerade einen gesehen. Oh, die Pause beendet und weiter geht's. Noch ist keine Rampe in Sicht. Wasserableitung sozusagen. Hier ist hier eine Insel. Das ist hier scheint hier interessant. Obwohl, sieht doch relativ gut aus. So, dann außer heißt es gut zielen. Dann muss ich dann über den Baum irgendwie drüber und dann mit Gewalt. Schauen wir mal. So, um den Baum sind wir gut rumgekommen. Und jetzt hat es hier die nächste Stromschnelle. Aber ich schätze mal, wird schon mit Gewalt wieder durchgehen. Ups. Ups. Vom Geräusch her und da dem Bauwerk
Wir sagen, steckt da vorne ein Wehr. Schauen wir mal. So, da haben wir riesen Glück gehabt. Da haben wir das französische Jugendliche geholfen. Zu 5 haben wir das Boot übers Wehr gebracht. Danke. Jetzt haben wir echt Glück gehabt. Ohne den Jugendlichen hätte ich ausladen müssen und so rüber. Aber so einfach ein angepasstes Boot und rüber damit. Zack. Und leider habe ich es von oben nicht gemacht, das Ganze. Nur war ich dazu beschäftigt. Oh, schauen wir mal. Ich werde mal heftige Grundberührungen geben. Obwohl, das lässt sich gut an. Ja. Ich bin mir sicher, komm, wo ich meine, ich habe es geschafft, wenn ich heftige Grundberührung komme. Aber nein, ne? Die Rampe lässt sich gut fahren. Mindestens der erste. Hinten kommt, da vorne kommt gleich die zweite. So, Boot umtragen, sicher ist sicher. Hier haben wir glatt den hinteren Rucksack runter gemacht und wieder einfach umschliffen, wie üblich halt. So, schauen wir mal, was in der Ortschaft da oben ein Cappuccino kriegen. Den hätte ich mal allmählich verdient. Aber ich glaube, dass wir schlechte Karten haben. So, und der Mosel folgt hier sozusagen ganz halt schon einen Kanal. Den habe ich auch schon vom Zug gesehen. Aber das macht halt nicht wirklich Spaß, diesen geraden Kanal zu fahren. Und er hat auch eine Schleuse nach der anderen. Und die werden sie kaum für mich betätigen. Und auch immer umtragen, nee. Dann lieber das Abenteuer unten auf dem Fluss. Dann doch lieber. Oh, mit dem Cappuccino ist da nichts geworden. Aber mir ist gelungen, am Weg in die Ortschaft bei 2 Privatpersonen meine Wasservorräte zu ergänzen. Oh, weiter geht's auf einem abenteuerlichen Fluss entlang. Und den Kanal habe ich wirklich keinen Bock. Auch wenn er natürlich sehr verlockend ausgeschaut hat auf einer Seite. Aber hier am Fluss macht mehr Spaß als den Kanal. Und eilig habe ich es ja nicht. Oh, und wieder aufgelaufen, aber wie gesagt, oben läuft der Kanal. Ich tue es mal freiwillig an. Ich hätte vorher schon immer sagen sollen. Aber war nur der Auslauf noch. Vorher habe ich zu viel zu tun gehabt. Das ist eine dieser vielen Inseln und dann immer entscheiden muss, links oder rechts. Das ist hier die Frage. Ich entscheide mich für rechts. Da. Der Schwall ist ganz gut gegangen, hatte gemacht, aber es ging. Es ist auch nur mit heftiger Grundberührung geht. Auch daneben, aber ich habe mir zu lange überlegt mit dem Gestrüpp da, wo der Hauptstrom genau drauf geht. Jetzt war ich halt doch viel zu weit links. Hier wird auch wieder nur mit Durchruckeln gehen, aber es wird funktionieren. Also ganz am Anfang hast du die Kante, immer drüber und dann läuft's. Und jetzt kommt von links eine ziemlich heftige Strömung rein. Mehr Wasser. Jetzt gehen wir doch mal besser an die Paddel.
Ich habe vorher was quer in die Strömung gestellt. Dann bin ich ganz weiter rechts rauslegen müssen, um mich umzukippen. Im Flachen. Aber es ging. Jetzt müssen wir ganz heftig lenken. Das heißt natürlich ein feieres Stück. Und das ist ein höllischer Gegenwind. Also gleich 2 Inseln. Keine Ahnung, was da vorne eine Engstelle ist. Ja, keine Bach wäre die bessere Lösung gewesen. Naja. Habe ich eine lange Rampe, was nicht geht. Die nächste Rampe. Und der Wind macht natürlich jetzt auch etwas schwer zu erkennen, wo sind die guten Stellen. So aus wäre es eine relativ gute Rampe. Jo. Bisher läuft sie ganz gut. Ups. Oh, und die nächste Rampe. Die war schon weit vorher gestrandet. Das wird wieder ein zum Durchrütteln werden. Oder auch nicht. Wurf. Ja, schön mittig, aber. Nach rechts. Okay. Jetzt sitzt. Na, das geht noch. Jetzt sitze ich. Hier liege ich mitten im Fluss auf. Aber schauen wir mal, um 18 Uhr. Was war diese? Aber nee, oh, das sah noch von Weise verlockend aus. Nee. Wir haben es kurz nach 18 Uhr. Irgendwie bin ich doch ein bisschen müde. Oh. Eigentlich habe ich schon davor auf die Insel geschaut. Ist auch nicht anders als hier, aber vielleicht ein bisschen flacher. Aber steinig bleibt. Aber jetzt hat es rechts einen Fußweg. Weiter vorne kommt jetzt die Straße. Das passt schon. So, der zweite Tag der Reise. Das ging munter weiter so. Mit Ein- und Aussteigen. Also sagen wir so, immer noch besser als auf dem Kanal rumgurken, der nebendran verläuft. Macht mir ja Spaß hier. Und bei einem Wehr habe ich Glück gehabt. Da haben mir dann Jugendliche geholfen, das einfach über die Steine zu tragen. Ich wollte schon gerade abladen, aber zu 6 Personen hat mir das Boot dann einfach rüber gehievt. Alles easy.